Hallo, mein Name ist One of 12 und ich darf euch das Konsoleninterface von STNE vorstellen. Wie ihr den News entnommen habt, wird ab kommendem Wochenende dies für euch alle das Interface sein, mit dem ihr STNE spielt oder die Oberfläche, mit der ihr STNE spielt. Wie ihr seht, bin ich bereits eingeloggt und normalerweise, wenn ihr eingeloggt seid, seht ihr einmal, wie viel Ticks ihr offline wart. In diesem Fall seht ihr, wann ihr zuletzt eingeloggt wart. Und ihr seht die News auf der Startseite. Die News könnt ihr nun abfragen jederzeit auf allen Seiten oder in allen Bereichen von STNE, indem ihr einfach nur News eingebt. Dann seht ihr immer die letzte News. Und wenn ihr die News von davor sehen wollt, könnt ihr News-1 eingeben, SS nicht vergessen, und seht dann die vorherige News. Manchmal möchte man ja aber vielleicht auch mehr sehen oder die Überschriften sehen und dann kann man sich auch die News auflisten lassen. News minus List wäre das dann in dem Fall. Und dann eine Zahl angeben, wie viele ihr sehen wollt, also zum Beispiel die letzten 6. Dann seht ihr die letzten 6 News mit ihrer ID vorne dran und hinten dran, wann sie erschienen sind. Und ihr könnt jetzt eine News auch ganz speziell aufrufen, wenn ihr wollt. Zum Beispiel die Wartungsarbeiten, indem ihr News eingebt, minus NR für Nummer. Und dann gebt ihr die ID ein und für die Wartungsarbeiten ist das die 1, 2, 5, 6 zum Beispiel. Und dann könnt ihr euch die Wartungsarbeiten-News ansehen. So, wir haben jetzt einmal schon eine Seite voll gemacht und um das ein bisschen übersichtlicher zu halten, könnt ihr den Bildschirm auch leeren. Dazu gebt ihr Clear ein. Und dann wird der Bildschirm einmal geleert und ihr habt wieder mehr Platz. Ja, ist einfach übersichtlicher. Ihr könnt ganz viele Seiten direkt aufrufen, von überall in STNE, zum Beispiel alle eure Schiffe. Ihr könnt Nachrichten von allen Seiten verfassen, ihr könnt SKNs von allen Seiten verfassen, ihr könnt alle Kolonien betreten oder mit allen Kolonien arbeiten und zum Beispiel auch die News von überall abrufen. Für so extra kleine Sachen gibt es weiterhin, wie ihr es jetzt schon kennt, die verschiedenen Kategorien. Ihr habt ja jetzt aktuell Hauptseite, Kolonie, Schiffsliste, Kommunikation. Da könnt ihr dann zum Beispiel erst in Kommunikation und dann in Diplomatie wechseln. Ihr könntet auch erst in die Datenbank wechseln, um zum Beispiel euren Tick-Report anzusehen. Dazu müsst ihr einmal CD wie Change Directory, und das kennen die Leute von euch, die am PC in ihrer Konsole ein bisschen unterwegs sind, eingeben und dann einfach in welchen Ordner ihr rein wollt. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu den Tix-Reports wollen, dann wäre es CD Datenbank, das K wieder nicht vergessen, und dann seht ihr, dass ihr in dem Datenbank-Ordner seid und ihr könntet jetzt dort Tick-Reports eingeben und dann könnt ihr euch eure Tick-Reports angucken. Und ihr könnt natürlich das Verzeichnis auch wieder so verlassen, genauso wie es am PC auch wäre. CD ... Und dann kommt er wieder zurück in die übergeordnete Kategorie. Jetzt wollen wir uns ein bisschen auf Schiffe fokussieren. Und um erstmal zu gucken, was für Schiffe wir überhaupt haben, geben wir einfach Schiff-List ein und senden das ab. Und dann sehen wir jetzt alle unsere Schiffe mit ihrer NCC, mit dem Sektor und mit dem Namen. Wir können die Schiffe generell ansprechen mit ihrer NCC. In dem heutigen Beispiel nehmen wir einfach mal die Rocinante, weil ich weiß, dass dort Vidianer stehen und ich euch zeigen will, wie man die Vidianer nachher angreift. Das wäre dann in dem Fall Schiff und dann die NCC davon ist die 38921. Das kopieren wir jetzt einmal, weil das brauchen wir ganz oft. Wir könnten natürlich auch anstelle der NCC den Namen jetzt eingeben, wenn wir wollten, und der auch nur einmal vorkommt. Ansonsten haben wir nämlich ein Problem, dann wird immer das erste Schiff ausgewählt. Also wenn ihr jetzt 2 Schiffe habt, die Deuterium-Tanker heißen, dann wird immer das erste Schiff mit der geringsten NCC das Schiff ausgewählt. Und die NCC ist einfach eindeutig und das macht es angenehm. Ihr könnt auch Flotten nehmen und dann Flottennamen verwenden.
Ich habe jetzt keine Flotten, deshalb machen wir es jetzt einfach nur mal mit dem einen Schiff. Und wir wollen jetzt einfach mal wissen, wie der Status von dem Schiff ist. Was ich euch noch vorher zeigen wollte, ist, wie ihr jetzt noch mehr Infos bekommt. Also ihr habt eure Schiffsliste. Normalerweise seht ihr dann dort sowas wie Schilde und die Ressourcen. Und dazu gibt man jetzt einfach ein Schiff minus List und dann, was man sehen will. Also ihr könnt zum Beispiel minus Deuterium eingeben, dann seht ihr, was für Deuterium drauf ist. Ihr könnt auch minus All eingeben, dann seht ihr wirklich alles, also Energie, ihr seht, ob die Waffen anseht, ihr seht, wie voll euer Warpkern ist, ihr seht alle Ressourcen auf dem Schiff, ihr seht die geflogenen Felder, all das, was ihr jetzt aktuell in der Tabelle in mehreren Reitern habt. Und meistens ist es ja so, dass man nur irgendwie zu einer Ressource was wissen will und dann gibt man einfach die Ressource ein. Ich bin Ingame Warpkernhändler, deshalb interessiert mich jetzt zum Beispiel der Warpkern und deshalb gebe ich jetzt einfach minus WK ein und sende das einmal ab und dann sehe ich jetzt, wie viel Warpkern die ganzen Schiffe noch haben. So, und unsere Rocinante sind das halt eben 10.651. So, jetzt wollen wir aber mehr zu dem Schiff wissen. Und dazu geben wir dem Schiff ein, die NCC, das habe ich jetzt vorher kopiert, dass es ein bisschen schneller geht. Und halt eben Status, aber das Minus nicht vergessen. So, und jetzt sehen wir, okay, der Hauptcomputer von dem Schiff ist online. Wir sehen, wie viel Hülle das Schiff noch hat. Die Schilde, wir sehen auch, dass die deaktiviert sind im Moment. EPS, Energie, wie viele Kollektoren sie noch hat, wie voll der Warpkern ist und was sie im Lagerraum hat. Also, ja, 30 Rettungskapseln halt. Und was für ein Item noch drauf installiert ist. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was in dem Sektor steht. Und dazu geben wir wieder das Schiff ein, mit dem wir sprechen. Und minus SRS. Und dann sehen wir das SRS. Und das Schöne ist halt, das funktioniert von überall. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr einen Sektor immer regelmäßig überwachen wollt, dann könnt ihr auch Kürzel anlegen. Das zeige ich euch in einem der folgenden Videos, wie ihr Kurzbefehle oder eigene Befehle definiert, die ihr dann einfach nur eingeben könnt, egal wo ihr gerade in SNE seid. Und dann kriegt da immer gerade schnell das SRS ausgegeben von dem entsprechenden Schiff. Da muss man nicht so viel klicken, wie es jetzt aktuell ist. Und muss auch gar nicht so viel eingeben. So, wir sehen jetzt ganz viele Vidianer. Und die wollen wir jetzt natürlich angreifen. Wie wir jetzt oben noch sehen, sind halt unsere Schilde noch aus. Also wollen wir die Schilde wieder anschalten, beziehungsweise überhaupt erst einmal anschalten. Dazu geben wir wieder das Schiff ein. Mit der NCC natürlich wieder. Minus Schilde. Und eine 1 hinten dran fürs Anschalten. Wenn wir die Schilde deaktivieren oder auch generell, wenn wir sie anmachen wollen, können wir anstelle von der 1 und einer 0 auch an- und auswählen. Dann machen wir sie zum Beispiel in dem Fall aus. Und was auch eine ganz schöne Sache ist, wir machen sie jetzt wieder an, weil wir wollen jetzt angreifen. Wir können uns, um sicher zu gehen, dass alles andere auch passt, in diesem Fall auch nochmal den Status vom Schiff dann gleich im Anschluss ausgeben lassen. So, jetzt sehen wir, dass unsere Schilde aktiviert sind. Wir sehen, dass alles andere auch stimmt zum Angreifen. Unsere Waffen sind auch an. Also gut, können wir dann loslegen. Vorher machen wir gerade den Bildschirm noch einmal sauber. So. Ihr habt jetzt vielleicht nicht drauf geachtet. Ich weiß, dass der Vidianer auf dem Testserver von Meno die ID 13 hat. Und wir wollen jetzt alle Vidianer-Schiffe in dem Sektor angreifen, in dem wir gerade stehen. Also wieder unser Schiff, ein -A zum Angreifen. Wir wollen alle angreifen der ID 13. Also ID 13 minus All. Wir könnten jetzt auch noch minus Typ, also anstelle von minus All, minus Typ TYP machen und dann den Schiffstypen angeben, den wir abschießen wollen. Und wir könnten auch durch ein Komma jeweils die Typen abtrennen voneinander, um mehrere Typen auszuwählen, aber auch zum Beispiel um mehrere IDs auszuwählen und gleich anzugreifen, beziehungsweise das Kampfsystem auswählen zu lassen, gegen welches der Schiffe es vorgeht. Also führen wir den Angriff einmal aus. Okay, wir sehen jetzt, dass wir
dreimal getroffen haben und dass unser Schiff wohl offensichtlich eine gute Ausweichquote hat, denn wir sind nur einmal getroffen worden. Gut. Wir wollen natürlich weiter angreifen, also wieder -A. Ich hätte es jetzt, wenn ich gewollt hätte, oben einmal kopieren können, aber ich will euch jetzt noch 2, 3 andere Möglichkeiten zeigen. ID 13 -all, so hatten wir es jetzt oben auch schon. Und jetzt wollen wir aber hinterher nochmal unseren eigenen Status sehen, weil das ist einfacher, als den jetzt da aus den Logs rauszukramen, wie es um unser Schiff steht. Zumindest, wenn es ein größeres Kampflog ist, wenn man zum Beispiel mit einer ganzen Flotte angreift und nicht nur mit einem einzelnen Schiff. Denn im Flottenmodus gibt es dann nochmal eine andere Möglichkeit, den Flottenstatus anzuzeigen, wo man dann ganz gut die Übersicht über mehrere Schiffe bekommt. Genau, wir führen den Angriff einmal aus. Jetzt haben wir oben wieder unser Kampflog. Und wieder Schweineglück gehabt. Wir sind auch wieder nur einmal getroffen worden. Und wir sehen jetzt gerade ganz oben, dass wir noch neue Logs haben. Die wollen wir uns jetzt auch gleich angucken. Genau, und wir sehen unseren Schiffsstatus. Wir haben 310 Schilde noch. Und genau, jetzt sehen wir uns einmal die Logs an. Dazu geben wir einfach Logs ein. Dann sehen wir immer den neuesten Logbucheintrag, beziehungsweise alle, die neu sind, seitdem wir das letzte Mal gelesen haben. Okay, der Vidianer hat uns den Krieg erklärt. Egal, brauchen wir uns nicht weiter darum kümmern, zum Glück. Also greifen wir weiter an. -A, -ID 13, -all. Und jetzt können wir gerade für andere Kämpfe, mag das vielleicht interessant oder praktisch sein, können wir uns die Logs noch ausblenden lassen, indem wir -logs eingeben und eine 0 setzen. Wir können jetzt auch aus wieder eintragen. Dann wollen wir unseren eigenen Status einmal sehen. Und wir wollen einen SLS-Scan im Anschluss noch machen, um zu sehen, wie es um die anderen Schiffe steht in dem Sektor. Das können wir jetzt wieder ausführen. Genau, jetzt sehen wir, dass unsere Schilder aus sind und wir nicht weiter angreifen sollten, weil sonst sind unsere Vidianer weg. Und genau, sind unsere Vidianer weg, ist unsere Crew weg. Und damit habe ich euch, glaube ich, das Wichtigste gezeigt. Ihr könnt auch, wenn ihr fliegen wollt, Schiff -F eingeben und könnt dann mit X eingeben, zu welchen X-Koordinaten ihr wollt. Und mit -Y dann, also zum Beispiel, was weiß ich, wir wollen jetzt nach 1, 2, 3 und -Y 3, 2, 1. Dann habt ihr einen Autopiloten. Wenn ihr mit FP unterwegs seid in STNE, könnt ihr den Autopiloten so nutzen. Und wenn ihr kein FP habt, könnt ihr halt immer nur X oder Y angeben und dann fliegt ihr halt einfach sofort so und so viele Felder nach X und so viele Felder nach Y. Die Details zum Fliegen zeige ich euch dann mit einer Flotte in einem der nächsten Videos. Denn da wird das nochmal ganz interessant, wenn die Schiffe nicht im selben Sektor stehen. Und wir hören uns dann im nächsten Video. Ciao!